Ich heiße Julia Quirtsch und bin gebürtige Berlinerin, Kreuzbergerin, bin selbstständig, Mutter von 2 Kindern und bin aktiv in dem Schutz für das Kleingewerbe, aber auch in diesem ganzen Wohnbereich. Freut mich. Mein Name ist Pum. Ich bin Psychologe bei der Lesbenberatung und Lesmigras und ich arbeite zu den Themen intersektionale Psychologie und intersektionale Psychotherapie. Ich darf nicht entscheiden, wer hier reinkommt. Ich darf nicht entscheiden, wie Gelder verteilt werden. Ich darf eigentlich nur jemanden wählen, der dann so gut wie möglich meine Interessen vertreten soll. Aber solange eine Industrie dahinter steht und Kapitalismus alles dominiert, ist es für mich nicht wirklich eine Demokratie. Eigentlich sollte das Recht auf Gesundheit ein Grundrecht sein, aber es ist gerade nicht gegeben. Das heißt, wir haben ein Gesundheitssystem. Das ist für einige Leute zugänglicher als für andere. Und genau deshalb sind wir heute hier. Also das Recht auf Wohnraum ist tatsächlich ein Grundrecht und das macht enorm viel mit der Gesundheit. Wenn man nicht weiß, wie lange ich da wohnen kann ich es mir leisten, kann ich mich für diese Wohnung bewerben, können meine Kinder in dieser Wohnung aufwachsen, reichen die Räume für uns, habe ich genug Raum, habe ich meine Ruhe oder diesen materiellen Zustand der Wohnung zum Beispiel ist auch ausschlaggebend. Also wenn der Vermieter mit mir, also mich schlecht behandelt als Mieterin und ich kriege halt irgendwie keine gute Kondition, wie zum Beispiel das Wasser wird abgestellt oder die Heizungen wurden zum Beispiel abgestellt. Das geht immer auf Kosten der Mieter und auf Kosten der Menschen, die dort halt wirklich sich nicht viel juristische Hilfe holen können und Beratung und Beistand holen können. Wohnen hat viel mit Gesundheit zu tun, ganz klar. Ich stimme dir vollkommen zu. Wohnen und Gesundheit gehen Hand in Hand. Wir können immer sehen, wer wird in die verschimmelten Wohnungen gesteckt, die eigentlich baufällig sind oder eigentlich bereit sind, abgerissen zu werden, versus die Leute, die es sich leisten können, ein Riesenhaus mit Garten und Pool zu haben. Und das war schon vor Corona ein Problem. Während Corona haben dann Leute mehr angefangen, darauf zu achten, wer hat denn einen Garten und wer nicht. Wohnraum sollte eigentlich ein Schutzraum sein. Und für viele von uns ist es das nicht, weil wir uns aus ökonomischen Gründen einfach nicht viel Raum leisten können. Die meisten meiner Freunde, die von Ableismus betroffen sind, konnten mich noch nie besuchen, weil ich keine barrierefreie Wohnung habe. In Bezug auf Ableismus, das ist eine Dimension, die eigentlich gesamtgesellschaftlich meistens komplett ignoriert wird. Also demokratische Stadtentwicklung ist tatsächlich, dass man die jahrzehntelange verankerte linke Räume in Ruhe lässt. Und dass uns allen quasi eine sehr gerechte und gute Wohnmöglichkeit geboten wird und auch sichergestellt wird. Wenn ich da, wo ich wohne, irgendwann nicht mehr wohnen kann, weil das irgendeinem reichen Menschen irgendwann gehören wird und er komplett über mein Bleibe dort bestimmen kann, ist es nicht demokratisch. Es wurde niemals in Frage gestellt, dass Europäer überall hingegangen sind und gewaltsam durchgesetzt haben, dass das jetzt ihr Land ist. Ja. Und die Nachfahren dieser Leute sagen mir jetzt, du kannst hier bleiben, wenn du einen deutschen Pass hast und wenn nicht, dann gehst du. Und lassen dementsprechend Menschen im Mittelmeer gerade ertrinken. Wohnen ist ein Grundrecht, was in der Form nicht gegeben ist. Und da, wo ich wohne, wenn ich mein Umfeld nicht mehr wiedererkenne, das heißt, wenn das so sehr homogen wird, und wenn das sehr anonymisiert wird, dann fühle ich mich allein. Aber es geht wirklich um die Gesellschaft, um viele Leute, die sich nicht in diese Zivilbürgergruppen beteiligen können, die nicht zum Bezirksamt nie gegangen sind und sich irgendwie beschwert haben, die sich nie bei den Nachbarn beschwert haben. Es geht wirklich um diese stille Nachbarschaft, die nicht gesehen wird, die nicht aufgefangen wird. Und das führt zu Isolation, das führt natürlich zu einem sehr traurigen Zustand. Und es ging ja darum, dass, ich gehe wirklich von Kreuzberg auch aus, dass die Diversität in Kreuzberg in den 80ern, in den 90ern, die wir da sehr stark auch als Kind und als Jugendliche auch mitbekommen haben, die ist da jetzt durch diese ganzen Umstände einfach weniger geworden. Wir sind schon 3 Generationen hier, mit meinen Kindern zusammen. Es ist politisch, dass wir immer noch da sind. Es ist politisch, dass wir dafür kämpfen müssen. Es ist politisch, für all die Leute eine Stimme zu sein, die sich jetzt gerade nicht erheben können. Und es hat sehr viel mit Rassismus zu tun auch, dass wir dadurch auch beschränkt werden oder dass man immer in dieser Wut, auch in dieser Ohnmacht steht. Aber wir kämpfen weiter für die Demokratie, für offene Strukturen. Ich bin froh, dass du dich dafür einsetzt, dass Kreuzberg so bleibt, wie es ist. Es gibt so bestimmte Marker, die ich anhalte. Gibt es noch Anschluss zu öffentlichen Verkehrsmitteln? Wenn ja, zu welchen? Und was heißt das? Das heißt, du wirst ferngehalten von anderen Nachbarschaften, von Partizipation, von bestimmten Arbeitsstellen, von allem Möglichen. Wo können wir es uns leisten zu wohnen? Wie sicher sind wir da unseres Lebens? Nicht so. Wie das Dach aussieht und wie die Umgebung davon aussieht, hat einen starken Einfluss darauf, wie glücklich, wie gesund wir sind und wie sicher wir sind.
Obdachlosigkeit betrifft vor allen Dingen auch Frauen sehr stark, vehement. Und die auch wirklich nochmal mit dieser ganzen Gewaltstruktur, der Gewalt auch ausgesetzt sind in einer zusätzlichen Form. Es stehen viele Wohnungen leer. Und dafür sind auch diese demokratischen Strukturen ja auch da, dass man da auch wirklich reinschauen kann, das hinterfragen kann, das kritisieren kann und das offenlegen kann. Damit das bestehende Gesundheitssystem partizipativer wird und die sogenannten Communities auch mal Mitspracherecht bekommen, ist meiner Meinung nach ein struktureller Wandel nötig, denn das System, was ich jetzt sehe, ist, mehrheitlich weiße, cisgeschlechtliche, nicht von Ableismus betroffene Menschen haben das Sagen, laden dann für einen Tag oder auch mal 2 Tage die Communities ein. Das heißt, Partizipation meiner Meinung nach sollte die Form annehmen von neu strukturieren, dass die Leute, die jetzt auf hohen Niveaus arbeiten, sollten anerkennen, dass der Mangel an Diversität der Grund ist, warum das System nicht gut funktioniert. Weil ich aus der Psychologie und aus der Psychotherapie komme, konzentriere ich mich gern daraus. Ich finde es wichtig, vor der eigenen Haustür zu kehren. Der Bedarf an rassismussensiblen Therapierenden ist enorm. Die Ausbildung hat jedoch enorm klassistische Zugangsvoraussetzungen, sprich die meisten Leute können es sich nicht leisten, Psychotherapeut zu werden. Als Folge gibt es eine wachsende Bevölkerung an jungen, nicht weißen Menschen, die Bedarf hat an Psychotherapie, aber keine Anlaufstellen. Sprich, wenn ich von meiner eigenen Haustür kehren sollte, Zugänge für migrantische Menschen zur Psychotherapeutenausbildung, Stipendiensysteme hat es immer und überall gegeben, warum nicht auch da? Solange Partizipation immer nur dieses, wir haben mal einen Thementag ist und wir machen mal eine Fortbildung, kommen wir überhaupt nicht weiter. Die Leute, die in der Machtposition sind, müssen Teile der Macht abgeben, sonst wird sich nichts ändern. Die Berliner Verwaltung muss da transparent sein. Die Berliner Regierung und jeweils mit ihren eigenen Bezirken und so weiter müssen offen die Leute abholen und nicht immer in diesen Stigmas, nicht immer in diesen Klischees leben, sondern wir sind Teil der Kultur, wir sind Teil der Gesellschaft, wir gehören dazu, egal wie wir sind, wer wir sind, wie wir aussehen und was wir machen.